Willkommen zu einem kleinen Rundgang durch meine Heimatstadt St. Gallen. St. Gallen schauen wir heute auf eine etwas spezielle Art und Weise an, nämlich wir gehen rein. Und da sind wir mitten drin, nämlich in einer alten Brücke vom 18. Jahrhundert, die gebraucht worden ist, um Richtung Appenzellerland zu fahren. Und nebendran steht die höchste Eisenbahnbrücke von Europa, hier wo sie gebaut worden ist, nämlich die BT-Brücke, die St. Gallen mit Herisau verbindet. Eines der Wahrzeichen vom Sitter-Tobel. Und in diesem Sitter-Tobel findet auch das Open-Air-Festival St. Gallen statt. In St. Gallen an der Sitter wohnt eine Zauberin. Sie war so schön und bitter und riss viele Herzen hin. Sie brachte viel zu Schanden, die ohne Jungs umher. Aus ihren Liebesbanden war keine Rettung mehr. Was zeichnet uns aus? Noch bis vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, kollektive Depression aus dem Zusammenbruch der Textilindustrie. Das stimmt aber nicht mehr. Es zeichnet uns aus einen starken Pragmatismus, einen Hang zu Effizienz und ich glaube auch den Willen, mehr aus sich zu machen, als was man uns zuschreibt. Die St. Galler werden systematisch unterschätzt. Wir sind hier jetzt im Steinach-Tobel. Die Steinach ist ein Fluss, der geht im Inneren der Stadt durch, kommt hier oben runter. Und da ist auch der Ort, wo die Legende sagt, dass der Gallus im Jahr 612 sein Bein gebrochen hat und nachher von einem Bär verpflegt worden ist mit Holz und mit Nahrung. Wir gehen jetzt ins Mühlegbähnli rein. Mühlegbähnli ist die Metro von St. Gallen. Geht rauf auf St. Georgen und dort innen im Tobel erzähle ich Ihnen dann nochmal eine andere Geschichte. Zu dem Tunnel, wo wir jetzt durchfahren, gibt es auch noch eine alte Legende. Nicht ganz so alt wie die vom Gallus, aber ich glaube, es ist doch noch spannend. Da ist nämlich der Ausbrecherkönig Walter Stürm. Er ist, glaube ich, 7 oder 8 Mal ausgebrochen in seiner Karriere. Einmal hier rein, in dem Tunnel rein und hat sich versteckt vor der Polizei. Walter Stürm war einer, der sehr viel Sympathie bekommen hat von der Bevölkerung, weil er wenn er die Leute überfallen hat, nachher einen Brief geschrieben hat und sich entschuldigt hat, dass er es verschreckt hat. Oder einmal ist er ausgebrochen und hat geschrieben, bin Ostereier suchen gegangen. Und da ist der St. Galler Walter Stürm eigentlich recht eine berühmte Figur geworden. Die Polizei findet ihn nicht so les, aber die Leute haben ihn eigentlich noch ganz sympathisch gefunden. St. Gallen hat sich auf eine unglaublich positive Art verändert. St. Gallen ist modern geworden. Wir hatten schon immer eine relativ starke Kulturszene gehabt, sehr breit, nicht so ein Schwerpunkt auf irgendetwas wie andere Städte. Aber was jetzt in der letzten Zeit passiert ist, ist mit dem Roten Platz zum Beispiel etwas irrsinnig Schönes, Architektonisches. Es hat sich vieles geändert und es ist sehr vieles wirklich auch modern geworden in dieser Stadt. Einer, der seit vielen Jahren in St. Gallen wohnt, ist der Aktionskünstler Roman Signer. Und er hat sich wahnsinnig daran gestört, dass Steinach hier einfach verschwindet, in die Stadt hinein, irgendwo nicht mehr sichtbar ist. Da haben wir immerhin noch einen Teil, wo wir zeigen können, dass sie untergeht und irgendwo am Schluss der Stadt wieder rauskommt. Für mich gibt es 2 älteste Orte eigentlich. Der eine ist von der Stadt selber und das ist natürlich das Kloster mit dem Gallus und mit dieser Geschichte. Und das andere ist das, was mir so die ersten prägenden Erlebnisse gebracht hat, und das ist tatsächlich die Pflade. Also die Zeit, wo man so ein bisschen in die Pubertät kommt und wo man das erste Mal so ein bisschen anfängt wahrzunehmen, wer man selber ist. Die beiden Orte sind geografisch nahe zusammen. Und ich glaube auch, dass das ganz spannende Momente sind in meiner persönlichen Betrachtung von dieser Stadt. Da sind wir jetzt auf dem Gallusplatz. Der Gallusplatz ist so eines der Wahrzeichen von St. Gallen mit wunderschönen alten Riegelbauten, mit dem Kloster, wo wir jetzt gerade reingehen, und da mit etwas, wo ich drin war. Nämlich da ist die Pflade. Da ist eine Buben-Sekundarschule. Mein Vater war drin, mein Sohn ist jetzt wieder drin.
Es ist eine richtig schöne Familientradition für einen Teil der St. Galler. Und jetzt gehen wir rein ins Kloster und dann steigen wir auf den Turm rauf und schauen uns dort den inneren Teil des Klosterturms an. Da sind wir jetzt an einem Ort, wo ein normaler St. Galler eigentlich nicht herkommt. Das ist im einen der beiden Klostertürme. Und was wir hier sehen, ist das Uhrwerk der 11 Uhren, die insgesamt am Kloster angebracht sind. Das Uhrwerk ist im 18. Jahrhundert gebaut worden. Und es ist im Wesentlichen auch so erhalten, wie es hier konzipiert war. Es ist also alles mechanisch, nichts Elektronisches dran. Und wenn es repariert werden muss, dann gibt es eine richtige Schlosserarbeit. Da hört man noch den Zahn der Zeit, der durchschlägt. Es hat schon moderne Elemente in der Stadt, die ganz spannend sind. Also einerseits gibt es einzelne Elemente von Calatrava beispielsweise, wo man probiert hat, Calatrava in dieser Stadt funktional einzusetzen, mit mehr oder weniger Erfolg. Dann gibt es andererseits aber eben das Element Pippi Lotterist mit dem Roten Platz, mit diesen tollen Wolkenbeleuchtungen, die wir dort sehen. Und es gibt natürlich auch noch etwas, es gibt eine Slam-Poetry-Szene. St. Gallen ist ja eigentlich eines der Zentren der Slam-Poetry in der Schweiz. Und ich glaube, auf das kann man sehr stolz sein. Sehr modern sind eigentlich auch die Wiederherstellung von öffentlichem Raum aus alter Masse. Die Lokremise beispielsweise, wo man umgebaut hat in eine Kombination aus Kino, Theater, Restaurant. Grabenhalle. Das ist eine alte Turnhalle. Das ist jetzt nicht etwas Neues, aber ich finde das immer noch hochmodern. Das Palace, wo ebenfalls ein altes Kino ist, wo jetzt eine alternative Kulturszene drin funktioniert. Das sind ganz, ganz tolle Sachen, die in St. Gallen auch die Stimmung entsprechend prägen. Bis zum Ersten Weltkrieg war St. Gallen eine Textilhochburg. Da sind Stoffe produziert worden, da ist Stickerei produziert worden. Wir hatten sogar eine direkte Zugsverbindung bis auf Paris. Ohne Halt in Zürich. Und auf das sind wir heute noch stolz. Ein Teil von dem textiler Erbe, das wir haben, ist natürlich nebst der immer noch existierenden Industrie der Trockneturm. Diesen Turm hat man gebraucht, um die Stoffbahnen, die in der Kreuzbleiche ausgelegt worden sind, zum Bleichen, waschen und dann hier aufhängen zum Trocknen. Die Idee der Zusammenstellung von diesen Orten ist eigentlich, dass wir probiert haben, Gebäude oder markante Punkte, die man von außen her relativ gut kennt, einmal von der anderen Seite anzuschauen, einmal von innen. Und ich glaube, das ist auch eine Art und Weise, wie man St. Gallen eigentlich lesen muss. St. Gallen kann man nicht einfach nur anschauen, so von außen und sagen, hey, das ist ein Schlauch zwischen zwei Hügeln und hat keinen See und was auch immer. St. Gallen muss man verstehen als eine Stadt mit einem unglaublichen geistigen Erbe, mit einer grossen Ausstrahlung, mit eigentlich auch einer guten Mischung aus sehr starker Sparsamkeit und andererseits aber gleich auch einem Willen, dass man will wachsen, dass man will innovativ sein, dass man will kreativ sein. Und da zeigt sich ja auch darin, dass wir in der Ostschweiz zum Beispiel ganz eine tiefe Arbeitslosenquote haben im schweizerischen Durchschnitt, der ja schon tief ist. Es zeigt sich darin, dass wir hoch innovative Firmen haben in der Ostschweiz, eine starke Kreativszenen eigentlich mit Textil, mit Softwareindustrie, mit verschiedensten Ingenieurfirmen, die Weltspitze-Sachen machen. Und da sehe ich St. Gallen eigentlich als Zentrum von dieser Entwicklung. Jetzt nicht alleiniger Treiber, aber doch irgendwo in einem so ein Kern, wo sich um das herum eben so eine Szene entwickeln kann.